grüß Gott, liebe Leute. Ja, GTA 6, das ist ein Thema, das wir eigentlich schon seit Jahren uns beschäftigt. Ja, und da hat ein Rockstar-Gründer sich jetzt geäußert, dass es weniger inhaltliche Wagnisse geben wird. Ja. Der Rockstar-Mitgründer Jamie King hat ein Interview gegeben, einen YouTuber namens Killers. Das dauert circa 22 Minuten und wir werden äh, sich aus diesem Video einige Sachen anhören oder beziehungsweise ich werde heute für mich die interessantesten Sachen heute heraussuchen und dann gebe ich euch selbstverständlich auch den Link für dieses Interview von Jamie King. Does the name Rockstar Games come from? It comes from Sam Houser's absolute love affair for rock and roll in the 70s and 80s, and being able to name every single music producer, album that was seminal, film director, critical movie, and just loving that whole time frame and like at the way he grew up and his parents' network and his friends and their parents and the whole rock and roll scene and coming from the music industry, which Sam and Terry did ultimately, right, by starting at B&G, and Terry was up at Arista Records. And there was a conversation about, well, like, Sam, you love rock and roll so much, like, let's fucking call it Rockstar, right? And we did. And then the American press were like, go home, go to back. We make games, not music. Who do you think you are? It was reflective of already like a cultural desire to show that games were for grown-ups and not just kids. And that the people that were playing games and making games were actually pretty damn cool, weren't just nerds. And that video games were going to be like a superior form of entertainment and engagement than movies and music. We're going to make games cool, and we're going to force people to show the respect that should be given to actually the creativity that's being evidenced in the creation and expression of these games, right? And the experience that you have by playing them and having that journey. What influence did Take-Two have on your creative decisions? No, no. They weren't allowed on our floor unless it was the CEO. We worked on the side, just helped get it finished, cleaned up, ran it through QA, got Sony to approve it, right? And so, there was a very good relationship at the same time, especially with Sam and Terry and Dan and getting myself, like, you're not going to tell us how to do this. You're not going to mess this up. And we're going to tell you how it is, right? And as long as we turn up with a blockbuster hit. Do you think Take-Two still doesn't interfere in Rockstar decisions? It must have changed. It must be so big, just running GT Online. They're printing money. And at the same time, the company's really evolved and the Rockstar brand has evolved, right? And it is different now to when I was there. So it's matured. So, and I have no idea what it's like now, but I'm sure it is very different. So there was a conversation at Rockstar about whether or not the violence was too much? Yes, we were very aware of what we were doing, and we cared deeply about the content that we made. Like, one of the things about everyone in the early days at Rockstar New York and around, we really cared, and we really wanted to make beautiful, excellent content, right? And just give our best every day. So, and we did take the criticism personally. We did feel it, and we did have to question our morals and our compass, and but we never ever lost sight of actually freedom of speech, and this is good, funny, clever, engaging entertainment, not actually
encouraging antisocial behavior, right? We've heard about a couple of not very legal stories that happened. Some of them can even be shared, but do you have an interesting one that you can tell us? My car story with Midnight Club is that I made friends with the illegal street racing scene, and I went to Washington and I met Dustin, who had the red and the yellow cars. And I went to some illegal street races and we connected, and then we got them to bring the cars to New York. Then we didn't have any permits, and I had these crazy editors, cameramen. We just raced up and down First Avenue, Third Avenue, up and down the streets of Manhattan to create a load of the footage. Cameraman's hanging out the door, like the window of one car. We're just racing, all illegal to be part of the vibe. And then we shut down Times Square and had the cars and the cop car and did the whole packaging, I think, for the first one, maybe. The game wasn't meant for kids anyway. But I got letters from 11-year-olds that were really articulate, well written. The game is amazing. And I'm like, oh, I don't know if you're meant to be playing. You're only 11. But How do you see the success of Rockstar nowadays? I think they're doing an amazing job. They used to publish games for $60 at retail. You had all the free-to-play models, the MMOs, right? The mobile gaming, microtransactions. They've completely embraced it, right? They've created online versions that are amazing. And GTA 5 is still like one of the most popular. And how many years has it been out? And they're able to keep engaging with fresh content and to monetize that. Brilliant. So of course they're not in a hurry to announce 6. We know something will come, right? I think they did a really good job proving that they're more than a one-trick pony with Red Dead Redemption, right? And leveraging that core technology and sensibility and kind of creative content making that you see in GTAs to Red Dead. From Rockstar's perspective, they're smart to acknowledge just what's possible, right? And it's better to focus on a couple of these mega franchises. And, you know, everyone I talk to says, oh, I love Redemption, or I love 5. And so everyone seems happy. Would you like to go back to Rockstar right now? No. No, I mean, it's like I had an amazing time and I loved it. And it's just, I'll never forget it. No. How is your current relation with the houses? Do you still keep in touch with them? No. I mean, we never bump into each other. We don't talk to each other. I mean, it's all cool. You know what I mean? If I bumps into them, be like, oh, what's up? But just very different worlds. What do you think about the Leslie versus Sam controversy and the lawsuit? I think it's unfortunate. I think it's a shame and a bit sad. I'm not surprised by any of it. Like I read that lawsuit, right? None of it surprises me on both sides, right? It's a shame. Leslie was dynamite and was just instrumental in growing DMA into Rockstar North and really delivering, leading the team that delivered right on the code side. And, you know, when we finished Vice City, right, a few of us, we flew to Anguilla like the next day to plan San Andreas. And it was me and Terry and Dan and Leslie, right? It's like, and, you know, he was, I loved Leslie and he was great. And it's just sad. It's just unfortunate. But, you know, the old days can't stay the same, right? It is all new and they're fine. They've got beautiful systems. They know what they're doing, right? It's like, it's bigger than any one of us. And what about Dan, who left the company a year ago? But, you know what? If I had his money, I'd be like, yeah, peace. Yeah, I'm going to go write a book. I might just travel. You know, I mean, right? I mean, how much more does he need to do, right? I have a thing. I wouldn't be surprised if Dan writes a book because he's an amazing writer, right? He has a tone and a wit. Like I'd love to see him write a book. In the past few years, Rockstar have had a lot of the patches. How do you think it will affect their games?
Yeah, I think the tone, like the tone of the content, right? And maybe not, because it's the same engine, right? That what I worked on when I was there, the core of it. It's the same content. They've really perfected the systems. So I'd be surprised if like gameplay mechanics really got affected. I wouldn't be surprised if the tone starts changing and if it's maybe not quite as edgy or quite as funny. I just think that maybe there's more opportunity for them to do something cheesy because they never do, and maybe not, right? Again, there's a beautiful machine there that you'd have to try really hard to fuck up, right? To screw up. And I just, look at the success of on 5 online and Redemption 2, and I'm like, maybe they're just going to be fine, period. But I think culturally, internally, both at North and at New York, missing Leslie and Dan, yeah, there's a difference for sure. This is our last question. Why did you leave Rockstar? Why? So I left because I thought the situation was one way, and the situation was actually a different way. And the way I found out, I was just like, I don't want to do this anymore. Just took all the fight. It just took all the excitement out for me. And I was sat with Sam, and I'm like, I don't want to do it. Right? I just don't want to do it. And at that point, we've been working 7 days a week, and I was sort of sacrificing everything for it. And I just felt like life's too short, and there's other things I want to do. And how lucky am I? I worked on 3 and Vice and San Andreas, the beginnings of 4 and Redemption and Midnight Club, Bully, War, all of it. And I'm like, I'm good. It was personal, but at the same time, I'm like, I understand the terrain that I'm in, and if I don't like it, I need to be the one that moves on, right? I wasn't going to be like, but stay around, and it's just like, nah, I'm good. So I left. We, as the fans, thank you so much for everything you did there. Thank you, and I'm thrilled that I could be part of something that makes everyone so happy, right? And we get to have conversations like this. Gut, jetzt meine Meinung darüber, über dieses Interview. Ja, grundsätzlich, ihr könnt euch das gerne auch anschauen. Ich habe euch den Link jetzt unter meinem Video hier auch verlinkt. Muss ich grundsätzlich eines sagen, es haben zu viele Leute schon dieses Unternehmen verlassen. Ja. Lacey Jones, dann eben Dan Hauser, Lacey Bensley, Gary Donovan und alle wie sie hießen. Er hat ja auch in diesem Interview auch das grundsätzlich erwähnt. Und dieses Video bestätigt eigentlich mich selber auch. Was ich auch in den restlichen Video schon gesagt habe über GTA 6, er bestätigt mich heute. Ja, weil er hat ja eigentlich mit den Leuten dort eigentlich zusammengearbeitet und Take-Two hat ja eigentlich keinen Einfluss auf Rockstar Games Entscheidungen. Es entscheidet also faktisch, er betonte es selbst in diesem Interview, ja, Rockstar Games entscheidet selbst, ob sie das GTA 6, also das GTA 6 herausbringt. Ja, wann sie es bestimmt. Die bestimmen, nicht Take-Two, sondern Rockstar. Ja. Ich befürchte nur eines, dass wir auf das GTA 6 noch weiter warten müssen. Ja, weil die Gründerväter, sage ich einmal, schön kleinweise wie ein Kartenhaus, man muss sich das wie ein Kartenhaus vorstellen, schön langsam, aber doch das Schiff verlassen. Ja, ja, sie verlassen schön langsam, aber doch das Schiff. Das ist Leslie Bensley, Sam Hauser, Leslie Jones, Gary Donovan, er hat es verlassen, Jamie King. Ja, es sind die Gründer, oder die Väter, die Verantwortlichen, die diese Spiele, die letzten 25 Jahre fast, dominiert haben, haben das Schiff verlassen. Ja. Und daher vermute ich stark, dass wir auf GTA 6 noch länger warten müssen, als wie bisher erwartet war. Ja.
Und sämtliche Leaks oder sämtliche Leaker, die uns die Träume nehmen oder die Träume, den Hype hochheben mit Häusern oder mit Autos oder mit Leaks oder mit Trailer oder was auch immer, das ist alles Fakes. Solange sich Rockstar Games, er bestätigt alles, was ich in den letzten Videos oder Monate oder was ich in meine GTA 6 Videos gesagt habe, erneut. Ich werde ständig bestätigt, Freunde. Ich werde ständig bestätigt. Ich werde bestätigt in beim Release. Ja, ich werde bestätigt, dass eben für GTA 6 keine Verantwortlichen mehr da sind, ja, die sich über das GTA 6 drüber trauen. Vielleicht haben sie bereits einen Prototypen, ja, oder eine Beta-Version, aber sie wollen einfach noch nicht das hinaushauen, weil das wäre ein Elfmeter für Rockstar, ja, ein Elfmeter, ja. Ich glaube, dass sie sich jetzt mit diesen Edition, was jetzt alles rauskommen, schön kleinweise, aber doch zurückziehen. Zurückziehen heißt ganz einfach verabschieden. Sie wollen sich sagen, okay Leute, wir haben es 25 Jahre lang getan, es hat uns Spaß gemacht, ja, das war's. Ja. Weil man muss, er hat es ja auch hier schön gesagt, das Personal und die Überstunden und bla bla bla. Es hat ja viel dazu gehört, dass diese Spiele entwickelt worden sind. Ja? Und es ist auch eine Aufgabe, eine Invitation oder eine Vision, sagt ihr mal. Eine Vision. Ja, eine Vision, dass ein Spiel verkauft wird, auch nach 8 Jahren. Man muss sich mal vorstellen, dieses GTA 5 ist schon bald 10 Jahre alt. Ja, bald. Ja, und kommt noch einmal. Und wird sich noch einmal so viel verkaufen, weil immer mehr wieder neue Spieler dazukommen werden. Ja, man kann natürlich mit GTA 5 noch 20 Jahre leben oder noch 30 Jahre leben. Ja, man hat wahrscheinlich den Erfolg nicht kommen sehen, so starkartig. Denn es gibt auf diesem Planeten kein Spiel, was so lange geht. Ja, auf diesem Planeten. Ja, ich kann mich nicht erinnern, wann heute ein Spiel rausgekommen ist, was genauso lange gegangen ist wie GTA 5. Ja, was auch noch immer geht, was noch immer gekauft wird von vielen Jugendlichen oder Kindern. Er hat sogar eine Post bekommen, einen Brief von Kindern. Ja, aber wie gesagt, es verlassen immer mehr und mehr das Unternehmen, immer mehr und mehr die Entwickler. Warum auch? Weil sie gutes Geld verdient haben, was auch verständlich ist, für ihre Verantwortung, für ihre Vision, für ihre Philosophie, für ihre Emotionen und was sie hineingesteckt haben. Er sagt selber, den Hauser könnte mit dem Geld ein Buch schreiben, ja, und warum sie den Namen Rockstar eben, jetzt wissen wir auch, wo der Rockstar-Name herkommt, eben von Sam Hauser, weil er ein Verrückter war, Musikfreak in den 70er Jahren als Jugendlicher und er hat auch ein bisschen was auch über das Unternehmen erzählt. Also es bestätigt schon alleine, dass sie uns kleinweise sagen wollen, Freunde, das war's. Das war's. Ob jetzt ein GTA 6 oder ein weiteres GTA kommt, wir haben es gern getan, 25 Jahre bald. Ja, wir haben es eben euch präsentiert, ja, aber die Luft ist draußen. Ja, weil dieses GTA 6 muss sowas von gewaltig sein, aber sowas von gewaltig. Ja, es muss wie eine Bombe einschlagen. Ja, und er selbst sagt in diesen Interviews ja schon, das geht gar nicht. Ja, das kann ja gar nicht sein. Ja, so gewaltig kann das gar nicht sein. Ja, und es wird auch nicht so sein wie es GTA 5, sondern es wird eher wieder so wie ein bisschen raueres sein, wie es
nicht so lustig wie das GTA 4, also mit Niko Bellic, eine Mischung zwischen Niko Bellic und GTA 5 und so ein Mischmasch halt, San Andreas. Das kann natürlich ein Elfmeter sein. Das kann natürlich bei uns ankommen. Wir sind natürlich ein bisschen erfolgsverwöhnt. Ja. Wir sind natürlich auch individuelle Spieler geworden. Ja. Wir sind auch ein bisschen verwöhnt. Ja. Und das ist halt das Problem. Ja. Aber lest euch gerne das Bericht durch. Ich gebe euch auch den Link zum Interview. Es ist auf Englisch, müsst ihr halt leider da übersetzen lassen. Ja. Aber das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung, dass wir Rockstar Games zieht sich kleinweise zurück. Der Beweis war ja schon bei der i3. Oder im vorigen Jahr, als die PlayStation 5. Alle haben gewartet. Ja, jetzt kommt GTA 6. Jetzt kommt er. Und alle haben blöd geschaut auf einmal. Sie machen es wieder auf GTA 5. GTA 5 auf der PlayStation 5. Ja, da habe ich schon gewusst. Passt. Die Luft ist draußen. Sie wollen sich kleinweise von uns verabschieden. Ja, sie wollen uns sagen, das war's. Freunde, das war's. Ja, wir haben es gern getan, aber die Luft ist draußen. Warum glaubt ihr jetzt, dass sie mit der Edition gemacht haben? Das war eine Zeittaktik. Sie haben einmal austestet, wie die Community reagiert, wenn sie einmal einen Schatz dran. Ja. Warum glaubt ihr, dass jetzt weniger DLC kommen? Naja, weil es auf Zeit sparen, auf Zeit gehen. Sie wollen uns kleinweise das Ende von der Ära Rockstar Games GTA ankündigen. Ja, das Ende von GTA-Ära GTA. Ja. Und die Problematik an der ganzen Sache ist nur, wie sie es uns beibringen. Ja, wie sie es uns schonend beibringen. Die Frage ist natürlich, wer dann der Nachfolger und dieses große Erbe übernimmt. Das ist dann die große Frage. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.